Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier von der Hohen See. Heute mal eine andere Perspektive, weil ich einen anderen Sitzplatz gewählt habe. Ja, Themen, die wir heute haben, haben es nicht minder im Blut, hätte ich was gesagt. Und zwar deshalb, weil sie unser Blut vielleicht in Wallung bringen. Es gibt Neuigkeiten, die ich von einem Zuschauer bekommen habe zum Thema Allegris und Upgrade. Und zwar First Class Allegris Upgrade. Dann haben wir natürlich das Thema gestern, wo ein Airbus abgefackelt ist in Südkorea. Wir haben dann des Weiteren die Frage, warum die Lufthansa Klappstühle einsetzt im A320, Gott sei Dank nur für Personal. Wir haben es ja auch als Passagiere bei der NEK, so der neuen Europakabine, wie sie damals hieß, ist ja auch schon so viele Jahrzehnte fast her, haben wir auch Gartenstühle genannt. Also insofern, Crew hat da echte Gartenstühle. Weiter geht es dann mit der Allegris in der First Class. Da gibt es ja immer wieder Amenity-Kits und so weiter. Lufthansa nennt den Pyjama nicht mehr Pyjama. Ihr könnt da natürlich jetzt gerne euch Gedanken machen, wie Lufthansa sie nennt. Und wir haben als weiteres Thema heute nochmal die Treibstoffknappheit in Johannesburg, die durchaus interessante Stilblüten zutage fördert bei der Lufthansa Group. Und die Condor ist anscheinend schon mit einem eigenen Programm weiter, als wir es beim letzten Mal, als wir darüber berichtet haben, erwartet haben. Also interessante Themen, viele Fragen und bleibt gespannt. Ihr denkt wie immer dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren. Und denkt an die School-Geschichte. Schön, dass einige von euch da schon rübergekommen sind. Und dann schauen wir mal, dass wir das Thema dort community-mäßig noch etwas besser bearbeiten können als auf Facebook oder hier auf YouTube. Das erste Thema, das wir hier angehen, ist das Thema Lufthansa A321 Brand. Nee, Quatsch, Lufthansa, ich bin doch komplett Banane, wenn man zwei Sachen auf einmal macht. Natürlich nicht Lufthansa, sondern von der Billig-Airline in Südkorea. Da ist denen ein Airbus A321 abgebrannt. Und da ist es so, dass es natürlich nach dem schweren Landeunfall der 737-800 von Jeju Airlines natürlich schon wieder ein Thema ist. Und der Flughafen Gimhae bei Busan ist ein startbereiter Airbus A321 in Brand geraten. Die Crew konnte die Passagiere schnell evakuieren. Das ist Gott sei Dank dann kein Menschenleben gefordert worden. Heißt also, dass alle 176 Insassen dann das Flugzeug verlassen konnten ohne Probleme. Die Flammen sind sehr schnell auf das gesamte Flugzeug übergegangen, nachdem es wohl im Heck irgendwo gestartet sind. Und die Feuerwehr war auch dann schnell zur Stelle um den Flug, und zwar hat es sich gehandelt um den Flug HL 7763. Dieser Flieger sollte gehen, von Air Busan übrigens, von Busan nach Hongkong. Der Grund ist ungeklärt, warum der Brand ausgebrochen ist. Das handelt sich nämlich über ein Flugzeug aus dem Jahr 2007. Und dieser Unfall ist halt wirklich nochmal ein Zeugnis dafür, wenn man die Bilder sieht, warum man halt auch beim Einsteigen aufpassen muss und dass das alles nicht immer Routine ist. Also, dass ihr hier wirklich aufpasst und dann auch im Zweifelsfall auf die Crew hört. Ich weiß nicht, wie es mit dem Handgepäck gewesen ist. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Dingen gewesen ist. Aber das muss wohl alles geklappt haben und gut, dass das toll ausgegangen ist. Das war ein Airbus übrigens A321ceo. Die Lufthansa hat bei den 320 Neos, deshalb von mir eben der Versprecher, weil ich schon beim zweiten Thema halb war, die benutzen Gartenstühle. Und der ein oder andere von euch wird feststellen, diese Stühle kennen wir doch schon. Ja, die gab es auch in der 747 oder gibt es die immer noch, weiß ich nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das ja unten gerne schreiben. Und da ist es dann so, dass man diese auch jetzt bei den 320ern benutzt, weil bei den 320ern die Crews natürlich mit den
Küchen, die da drin sind oder den Galleys, wie sie ja heißen, keinen Platz haben, sich hinzusetzen. Weil wenn wir als Passagiere auf die Toiletten gehen, die hinten sind in den Spaceflex, dann können sie da nicht sitzen, weil in dem Moment, wo sie dann auf den Sitzen sitzen, wo sie auch angeschnallt zur Start und Landung sitzen, wären die Türen ja blockiert. Also musste man da eine Lösung finden und diese Lösung ist halt die Lösung, dass man dort Gartenstühle benutzt. Andere Fluggesellschaften, wie gesagt, machen das auch. Die Lufthansa selber hat das auch gemacht. Ich persönlich halte das nicht für ein Problem. Ich finde das im Gegenteil sehr, sehr gut, dass man da eine pragmatische Lösung gefunden hat. Es gibt aber eine noch bessere Lösung und zwar ist es die, dass man die Wand verstärkt auf der anderen Seite und da dann die Sitze auch einbauen kann, die Jump Seats. Und das ist ja auch das für viele, die ID fliegen, ein Riesenthema, dass wenn die Jump Seats einfach weg und rausgebaut worden sind. Vordergründig war es ja natürlich immer wieder Gewicht und so weiter, dass man damit dann eventuell nicht nur die Möglichkeit hat, sich dann auch wieder ordentlich hinzusetzen, ohne die Klappstühle zu haben, weil die Crew muss ja auch essen. Ne? Wenn ihr sagt, warum müssen die sitzen? Ja, damit die essen können und auch Pause machen können. Und wir wissen ja, wie lange man teilweise jetzt mittlerweile mit so einem 320er fliegen kann, wenn diese ganzen Buden ja auch eingesetzt werden auf Strecken bis Israel oder aber Eurowings fliegt ja sogar damit bis Dubai. Also insofern, wer weiß, wie weit die Lufthansa damit selber mit ihrer Klassik fliegt. Ja, das so als Randbemerkung. Dann haben wir ein Thema, was interessant ist die 747, die ja von der Lufthansa nach Johannesburg fliegt. Die haben ja das Problem gehabt, dass die nach Durban fliegen mussten, um da Sprit zu holen. Das hat aber den Nachteil gehabt, dass viele Passagiere, die auf dem Flieger von Johannesburg nach Frankfurt oder München unterwegs waren, dass sie da halt dann nicht mehr Anschlussflüge bekommen haben. Und die Lufthansa hat halt gerade bei dem Lufthansa-Rotation nach Johannesburg sehr viel Zeit. Die Maschine kommt an und plagt dann auch einen halben Tag. Und das Problem ist ja seit Anfang Januar ein Problem, denn da ist es ja in einem Brand in der Raffinerie dazu gekommen, dass man halt nicht so viel Kerosin mehr hat. Und die Freunde von Lufthansa haben hier als Lösung, dass man jetzt nach Windhoek fliegt und dann Sprit holt. Das ist so auch eine lustige Geschichte, weil die fliegen dann mal 1000 irgendwas Kilometer hin und zurück. Das ist dann so eine 2-stündige Veranstaltung. Die Crew, die fliegt als Passagiere mit an Bord, Deadhead, wie das so schön heißt, und fliegen dann die Maschine hin und zurück und dann geht es wieder nach Hause. Und damit soll halt gewährleistet sein, dass die Passagiere da dann die Flüge nicht verpassen. Interessant ist es halt auch, dass der Service auch bald eingestellt werden muss oder kann, Gott sei Dank, weil das dann mit der Kerosinlage am Flughafen Johannesburg etwas besser sein soll. Aber interessanterweise nicht alle Flughäfen kämpfen mit dem Problem. So ist es etwa, dass Air France KLM nicht denselben Lieferanten nutzen wie die Lufthansa-Gruppe. Hört. Und auch Virgin fliegt ohne Zwischenstopp. Man verfügt über ausreichend Treibstoff. Also das heißt, dass Lufthansa da anscheinend einen supergeilen Vertrag hat, der aber nichts bringt, weil man halt den Sprit nicht bekommt. Und ich weiß nicht, was das kostet, da mit der Bude hin und zurück zu fliegen. Also damit wird die Strecke wohl wahrscheinlich sehr ineffizient von den Kosten werden. Aber gut, so viel zum Thema Umweltschutz und so weiter und so fort. Aber ich möchte hier jetzt nicht gemein werden. Bevor wir gemein werden, gehen wir noch auf das Thema Condor ein. Und zwar Condor, die haben ja jetzt das Problem, dass sie attraktiver werden müssen für uns als Geschäftsreisende. Und da ist es so, dass die Geschäftsreisenden bei der Condor auch ein Meilenprogramm erwarten. Das heißt also ein Kundenbindungsprogramm, so wie wir es bei Lufthansa meistens auch kennen, wie man es eigentlich bei jeder guten Fluggesellschaft kennt. Und jetzt ist es so, dass man wohl da bei der Condor mehr Fakten geschaffen hat, als uns klar war. Denn das Programm wird Stripes heißen. Das ist so das, was man kolportiert. Und das eigene Vielprogramm, was man halt nicht hat, nimmt anscheinend schon sehr konkrete Formen an, dass man also wirklich da auf der Condor-Seite relativ startklar ist. Und
Möglicherweise ist das aber auch so, dass das Ganze natürlich auch dadurch verraten wird, weil die Lufthansa den Markennamen Stripes als Markenschutz beantragt hat und der angemeldete Schutzzweck ist inklusive eines Kundenbindungsprogramms. Heißt also, dass man da natürlich ein Thema hat. Also der genaue Begriff ist Kundenbindungs-, Anreiz- und Treueprogramme. Also interessant, oder? Condor prüft das und Stripes ist halt wirklich so, dass man damit auch das Markenbild der Condor aufnimmt, Streifen und so weiter. Also ich finde das schon relativ gut, ist auch international. Der Deutsche weiß ich nicht, ob der das versteht. Aber da haben wir die erste Frage des Tages. Wie findet ihr den Namen Stripes? Macht das Sinn für Condor, sich das Programm Stripes ans Bein zu binden oder nicht? Oder wie steht ihr dazu von den Freunden? Aufs Neu-Isenburg sind es ja mittlerweile. Ne? Also ich bin mal gespannt, ob das etwas Austauschbares ist oder ob es etwas ist, wo ihr sagt, nein, das ist zur Markenbildung ein guter Name. Wir gehen zum Thema Allegris und da haben wir auch etwas Klarheit jetzt bekommen und da habe ich von einem Zuschauer ein Dokument zugeschickt bekommen und das Dokument, und ich kann euch das leider nicht zeigen, aber das Dokument ist überschrieben mit Ad hoc Passenger and Baggage Instruction. Heißt, dass in diesem Januar Issue Revision 1.0 steht drin Implementation of Allegris First Class Sales, Effective Date 27. Januar 2025 und das gilt für die Lufthansa und zwar für die Station Manager, Check-in Gate, Rebook Ticket Ancillaries und Lounge. Kategorie New Process, Other. Und am Ende AC-Type Widebody. Und zwar ist das Ganze für alle Stationen wie Bangalore, Bombay, JFK, Munich bis Flight Swiss Allegris First Class und die Station Chicago, die ja dann die First Class ab dem 22. Februar 2025 bekommt. Was neu ist, dass ab dem 27. Januar die Sales für die First Class startet. Sitze 1A und 1K werden verkauft. Die First Class Suite Plus, also die Sitze 1D und 1E, werden in den normalen Sales später integriert. Dafür gibt es bis zum 26. Januar den letzten Tag der Einführungsphase, wo Kunden mit einem Horn-Circle oder Senator-Status in der C, also in der Business Class, auf Courtesy-Basis abgegradet werden können. Dann wird die Allegris First Class Introduction Phase 2.0 abgeschafft. Also die ist jetzt weg, das ist Geschichte. Das gibt es nicht mehr, dass man da abgegradet wird als Hon oder Zen. Und damit ist es so, dass ab dem 27. Januar aufgrund der Exklusivität der First Class Allegris Upgrades in die First Class nicht erlaubt sind. Das ist so, dass das sowohl gilt für Meilen und auch E-Voucher und auch für jegliche Upgrades an Flughäfen, die bezahlt sind. Es gibt eine Ausnahme, das sind Overbookings. Also, wenn ein Gast Allegris First Class fliegen möchte in der Lufthansa, dann muss der Gast ein First Class Ticket kaufen. So, das ist der erste Satz. Der nächste Satz ist, keine Upgrade-Optionen sind erlaubt. Es gibt also keine Upgrades. Es gibt keine Meilen, es gibt kein gar nichts. Und dann kommt der zweite Satz oder der zweite Teil von dem zweiten Satzteil. Important, make sure that this will be followed without any exception, Ausrufezeichen. Also macht klar, dass dieses ohne Ausnahme gemacht wird. So, wenn der Flug jetzt aber überbucht ist, da gibt es Ausnahmen und zwar nur ein Business Class Passagier kann abgegradet werden zur Allegris First Class und auch nur, wenn, und das ist ganz wichtig, this prevents the respective guest concerned who have a confirmed booking currently on standby due to no seat available from being downgraded or denied boarding. Das heißt also, dass er in der Business Class entweder ein Downgrade fürchten muss in die Economy Class oder Premium Economy oder aber einfach nicht mitfliegen kann, weil die Bude voll ist. So. Und diese Ausnahme
ist nur anwendbar für Überbuchungsverfügbarkeiten in der Business, Premium Economy und Economy Class. Auch muss man sicherstellen, bevor dieser Upgrade-Prozess gestartet wird, dass es genug Essen gibt an Bord, also das Catering. Wenn es also nichts zu essen gibt, also wenn das Essen nicht gecatert werden kann für die First Class, dann darf auch nicht abgegradet werden. Dann weiter ist der Gast, der abgegradet werden soll in die Allegris First Class, sollte automatisch angezeigt werden auf der Onload Recommendation List. Heißt also, wenn die Allegris First Class Sitze 1a oder K blockiert ist, muss man das CAD-Team in München anrufen, um den Sitz freizuschalten. Die dürfen vor Ort die Sitze nicht freischalten, weil das CAD-Team in München nicht genug Informationen hat über diesen Sitz und die werden sagen, welcher Sitz benutzt werden kann und welcher gesutzt werden muss. Also da ist man relativ klar. So, und wenn dann aus Gründen, weil jemand mit 2 Leuten reist und es ist nötig, den Gast zur Allegris abzugraden, this guest will receive a corresponding high priority command. Heißt also, man kriegt dann diesen Kommentar, dass man High Priority ist und dieser wird dann auf der Liste und der Station wird man 24 Stunden vor Abflug eine Information erhalten, was man damit machen muss. Das zu dem Thema. Und Lufthansa selber gibt nochmal kurz eine Hintergrundinformation zum Thema. Und zwar Allegris First Class ist das Top-Produkt und wird extrem exklusiv sein, also extremely exclusive character. Und um diese Attraktivität und diesen exklusiven Charakter der Lufthansa Allegris zu erhalten, heißt es so, dass man da nur diese Sachen macht, ohne Ausnahme. Also es wird knallhart gemacht. Und wichtig ist, dass dies nur die Allegris First Class betrifft, nicht die anderen First Class, die es gibt. Und die anderen Prozesse bleiben in Kraft. Heißt also, wer da Fragen hat, sollte ich an die Freunde melden. Kontaktdaten hätte ich, gebe ich euch aber nicht. So, ich habe das natürlich abgelesen, deshalb entschuldige ich mich nochmal, dass ich nicht alles so mit euch in Augenkontakt gemacht haben kann, aber man kann es halt wirklich so zusammenfassen. First Class nur noch Allegris gegenbezahlt und Upgrade, Ausnahme von der Ausnahme, die Ausnahme. Also insofern bei Todesstrafe. Dann gibt es noch eine Neuigkeit, die man auch sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Und zwar in der Allegris werden natürlich auch neue Produkte vorgestellt. Es wird dann neue Services geben. Und die Lufthansa hat ja auch immer ein Pyjama gegeben. Aber der Pyjama, der jetzt kommt, heißt nicht mehr Pyjama, sondern er heißt Loungewear. Und diese Loungewear wird von Sho Shibuya gegeben. Und da hat man natürlich dann wesentlich mehr Spaß. Und zwar, wer ist Sho Shibuya? Ist ein japanischer Künstler, der sich in der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang in beeindruckenden Farbverläufen verewigt hat und damit weltbekannt wurde. So sagt es die Lufthansa in ihrer Pressemitteilung. Und interessant ist auch, ob es wirklich eine kurze Sache ist oder jetzt eine permanente Sache. Ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen. Ihr könnt ja dazu natürlich die Frage des Tages beantworten. Einmal, ob ihr diese Exklusivität der First Class Allegris befürwortet oder nicht. Und ob ihr diesen Shibuya-Kollegen kennt. Joe, wie heißt er nochmal? Sho Shibuya. Und das eine coole Geschichte ist. Oder ob ihr sagt, hey, ich bin da emotional, ist mir das egal. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Schreibt eure Kommentare unten rein. Und ich freue mich, wenn ich von euch was lesen kann, vor allem auch in der Community, wo wir auch neuen Content schaffen. Und dort gibt es auch die Informationen, eigentlich schon vor der Sendung, dass es dort eine Neuigkeit gibt zum Thema Lufthansa Upgrade Policy.
Galaxy. Also danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren und nochmal danke. Ich muss mir da was einfallen lassen zu den 100.000 Followern. Ich bin da gestern darauf hingewiesen worden. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Bin komplett geflasht, dass das so ist. Ich danke euch für das Vertrauen, dass wir jetzt 100.000 Follower haben auf dem YouTube-Kanal und ich hoffe, dass wir weitermachen und Vollgas geben und dass euch die Themen weiter so interessieren und bis morgen wieder in Alter und in Frische und ich freue mich. Also bis dann. Ciao.